einen Amerikaner gehalten. Bierland. Wir denken. Hört man oft, ja, ich war schon in Deutschland. Uni sehr trendy war. Freut man sich schon sehr. Also, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das japanische Ärztesystem, ein paar Ähnlichkeiten, denke ich, haben wir schon. Hallo Leute, ich bin's, Kathy Kat. If you don't speak German, be sure to tick on the little gear down there and tap on the English subtitles, because this time we're gonna talk in German. Also Leute, auf geht's. Das Thema heute ist, was überrascht Deutsche, wenn sie in Japan sind? Nun, wenn ich so voll aufgebrezelt auf Japaner zulaufe, sind die manchmal ein wenig überrascht, wenn sie diese Fashion nicht so kennen. Aber es gibt auch Dinge, wo wir Deutsche sehr überrascht sind, wenn wir zusammen mit Japanern kommunizieren und etwas Zeit verbringen. Und um die geht es heute. Nummer 1. Man wird oft für einen Amerikaner oder eine Amerikanin. Amerikaner und Amerikanin? Nummer 1. Man wird oft für einen Amerikaner gehalten. Das kann schon vielen passieren, auch wenn sie aus Europa kommen und wenn sie vielleicht auch gar nicht so amerikanisch aussehen. Der erste Gedanke von vielen Japanern hier in Japan ist oft, kommst du aus Amerika? Und generell denke ich mal, vielleicht weil einfach Amerika nun wirklich doll in den Medien hier in Japan ist, mehr als jedes andere Land, heißt, der erste Gedanke ist, Ausländerin, sieht Caucasian aus, könnte eigentlich Amerikanerin sein. Und wenn man dann sagt, man ist Deutsche, ist die Reaktion generell, oh, ich weiß noch nicht, warum die Generation oder die generelle Reaktion oh ist. Viele versuchen dann, ein paar Sachen zu sagen, die so generell die Stereotypen sind, die man hier über Deutschland kennt. Und die kommen jetzt auch noch gleich dran. N-I-X-T. Nummer 2, das Würstchen- und Bierland. Nun, ich glaube, dieses Klischee, dem werden wir, glaube ich, nie entkommen. We're never gonna live it down. Denn so viele Leute nach dem ersten Oh, wenn man sagt, man ist Deutsche, werden generell zu hören bekommen, Würstchen, Bier. Das ist generell immer dabei. Nun, da scheint auch ein bisschen was dran zu sein. Ich bin ja ein bisschen picky, was es hier mit den Würstchen betrifft. Aber Bier trinke ich und meine Freundin Sarah eigentlich nicht so oft. Und es wird uns trotzdem sofort gleich nachgesagt, dass wir es trinken wollen, müssen, sollten. Und wir sind keine echten Deutschen, wenn wir nicht Bier trinken. Nam, nam, nam. Ich glaube, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Aber wie gesagt, diesen Ruf werden wir nie loswerden. Aber was eigentlich viele Japaner hier in Japan haben und noch vielleicht viel mehr konsumieren als die Würstchen, ist Baumkuchen. Und viele Japaner wissen gar nicht, dass Baumkuchen eigentlich aus Deutschland kommt. Habe ich in einem anderen Video schon besprochen, falls es euch interessiert. Das ist in der Liste mit deutschen Videos, die ich schon gemacht habe. Ja? Nummer 3. Japaner können eigentlich viel mehr trinken, als wir denken. Heißt, vielleicht ist es gerade der Grund, warum wir so oft das Thema Bier gleich an den Kopf geworfen bekommen. Vielleicht ist ein Grund dafür, dass Japaner eigentlich auch sehr gerne Bier trinken. Und die können auch ein bisschen mehr Bier vertragen, als man eigentlich denkt. Naja, also viele kriegen auch rote Wangen, die kriege ich eigentlich auch sofort. Aber viele können ganz schön viel trinken. Und generell startet hier in Japan so der Abend generell mit einem Bier bei vielen. Erstmal das Bier und dann wird zu anderen Getränken gegriffen. Heißt, Bier hier ist um einiges populärer, als man vielleicht denkt. Na, ist nicht nur der Reiswein oder ähnliches. Das Bier hier ist generell noch schon, wie sagt man, gehört eigentlich zum normalen Leben dazu. Abends haben die Väter, die Host-Family-Väter ihr Bierchen. Und wenn die Company, Firma, miteinander trinken geht, haben auch alle ein Bier. Feierabendbier. Viele Japaner waren schon mal auf der romantischen Straße in Deutschland. Heißt, wenn man mit Japanern spricht, die schon etwas mehr gereist haben, dann hört man oft, ja, ich war schon in Deutschland auf der romantischen Straße. Und ich muss ja sagen, das erste Mal, als ich das Wort gehört habe, wusste ich gar nicht, wo genau das ist, was da genau verbunden wird. Aber ich habe mich trotzdem ziemlich gefreut, dass viele Japaner dann sofort sagen, ja, ich war da schon mal. Normalerweise sind das aber so Bustouren, wo man wirklich Power durch Deutschland durchfegt und leider nicht so viel sieht. Aber das scheint ein ganz beliebtes Reiseziel zu sein. Außerdem inklusive natürlich dem Schloss Neuschwanstein. Das ist sehr bekannt und sehr beliebt und viele Japaner kommen und besuchen es.
Es gab mal eine Zeit, an der Deutschlernen an der Uni sehr trendy war. Heißt, wenn man in eine gewisse Generation von älteren Japanern und Japanerinnen, wenn man sich mit denen unterhält, werden die euch vielleicht sagen, dass sie damals an der Uni Deutsch gelernt haben. Das war anscheinend gerade zu dem Zeitpunkt ein bisschen ein Boom. Jetzt ist es eher Französisch oder alle bleiben einfach beim Englisch und versuchen, diese Sprache so gut wie möglich zu lernen. Und jedes Mal, wenn Leute gesagt haben, ich hatte damals Deutsch an der Uni, dann sind die auch immer ganz, ganz toll dabei und versuchen so ein bisschen zu erzählen, was sie da so gelernt haben oder an was sie sich noch ungefähr von der Uni so erinnern, was sie hatten. Natürlich jetzt studieren auch junge Japaner noch Deutsch, aber anscheinend war damals so eine Welle, wo viele das gemacht haben und genauso die so ältere Generationen, schwer zu sagen, wie alt die sind, aber da treffe ich sehr oft Leute, die gesagt haben, das war damals so das Ding, dass alle noch nebenbei an der Uni Deutsch hatten. Freut mich jedes Mal zu hören. Was mich manchmal wirklich überrascht ist, dass Japaner, die ein Interesse an Deutschland haben, generell mehr über Deutschland wissen als manchmal ich. Ich habe mich zum Beispiel mal mit einem jungen Japaner unterhalten, der sich sehr an der klassischen Musik interessiert hat, eben auch aus Deutschland. Der wusste viel mehr als ich. Ich war total begeistert. War mir schon fast ein bisschen peinlich, dass ich nicht genau wusste, von wem er jetzt da allem geredet hat und welche Symphonien das waren. Aber ich muss sagen, da fühlt man sich auch immer ein bisschen geschmeichelt, wenn jemand sich sehr an der eigenen Kultur interessiert. Und wenn es jetzt nicht gerade die Mainstream-Kultur ist, dann freut man sich schon sehr. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das japanische Ärztesystem hat früher sehr basiert auf dem deutschen Ärztesystem. Wer hätte das gedacht? Heißt, dass viele Ärzte zum Studieren früher nach Deutschland gegangen sind, dass die Patientenkarte auf Japanisch sogar Karte heißt und ähnlich viele Begriffe aus dem Deutschen hergenommen wurden hier im Arztwesen in Japan. Das hat sich langsam mit der Zeit geändert. Jetzt ist alles etwas digitaler und das Englisch natürlich wird jetzt mehr hergenommen als das Deutsch. Aber viele Ärzte, die jetzt schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter sind und ihre Praxen haben, die kennen teilweise wirklich deutsche Begriffe und auch sehr schwierige medizinische deutsche Begriffe. Heißt, einmal habe ich mich mit einem Arzt unterhalten und der hat dann sogar versucht, so ungefähr ein bisschen Deutsch zu sprechen, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Fand ich ganz beeindruckend. Deutsche und Japaner sind sich sehr ähnlich. Das höre ich eigentlich sehr oft, wenn ich mit Japanern rede und ich muss sagen, ich freue mich auch immer so ein bisschen, wenn Leute das sagen. Anscheinend ist so die Arbeitsmoral, das Pünktlichsein und auch so ein paar emotionelle Dinge, wird oft gesagt, dass Deutsche und Japaner das gemeinsam haben. Es wird mir wirklich sehr oft gesagt und ich freue mich auch immer so ein bisschen, vor allem die Pünktlichkeit. Wir sind ja so überpünktlich, wir Deutschen. Und in Japan ist das eigentlich auch gern gesehen, wenn man überpünktlich ist. Dementsprechend ein paar Ähnlichkeiten, denke ich, haben wir schon. Nun, was überrascht euch, wenn ihr euch mit Japanern unterhaltet? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und wir haben auch noch mehr Videos, wo ich mal auf Deutsch rede, obwohl ich normalerweise auf Englisch und Japanisch rede. Ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich selber, mal wieder übers Deutsch zu reden. Ich hoffe, euch haben diese Videos gefallen. Und wenn sie euch wirklich gut gefallen haben, dann wäre es schön, wenn ihr abonniert, damit ich ein bisschen mehr von euch sehe. Ich habe auch einen Instagram-Account. Wäre schön, euch dort auch zu sehen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Und ich hoffe, ich sehe mehr von euch auf Ask Japanese. Tschüss!